Dom's Wheel World. Hi! Nachdem ich vor kurzem einen Reha-Techniker beim Reifenwechseln beobachten konnte und feststellen musste, dass er dreimal so lang braucht wie ich, habe ich beschlossen, ein Video zu machen, in dem ich euch zeige, wie das Ganze schnell und einfach geht. Übrigens, unten in der Videobeschreibung findet ihr eine Übersicht. So kommt ihr im Video schnell an den Punkt, der euch interessiert. Los geht's nach dem Intro. Da man als Rollstuhlfahrer ja irgendwie auf Luftreifen sitzt, finde ich es essentiell, dass man selbst einen Reifen wechseln kann. Damit das Ganze danach auch pannensicher ist und man sich nicht unnötig abmüht, zeige ich euch jetzt die 3 Fehler, die ihr unbedingt vermeiden solltet. Fehler Nummer 1: falsches Werkzeug. Wenn ihr mit einem Schraubenzieher oder ähnlichem versucht, den Reifen zu montieren, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass ihr den Schlauch beschädigt oder auch die Felge. Auch das Verwenden von billigen Reifenhebern macht das Ganze nur unnötig kompliziert. Fehler Nummer 2: die Reihenfolge. Ihr solltet beim Demontieren und Montieren des Reifens nicht einfach an irgendeiner Stelle anfangen. Es gibt durchaus eine sinnvolle Reihenfolge. Wenn man die einhält, wird das Montieren und Demontieren des Reifens deutlich einfacher und man müht sich nicht so ab dabei. Fehler Nummer 3: der Reifen wird nicht ins Tiefbett gedrückt. Wenn noch zu viel Luft im Reifen ist, könnt ihr den Reifen nicht ins Tiefbett drücken. Man sollte, bevor man oder während man die Montageheber ansetzt, den Reifen rundherum ins Tiefbett drücken. So bekommt man einfach mehr Platz und verringert die Spannung auf den Reifen. Das macht den Montagevorgang deutlich einfacher. Jetzt zeige ich euch, wie man einen Reifen korrekt demontiert und montiert. Als erstes braucht ihr vernünftige Reifenheber. Ich habe mir die hier von Schwalbe geholt, die ich euch unten auch verlinkt habe. Und seit ich die habe, fällt mir das Reifenmontieren besonders bei strafferen Reifen wie bei Rollstuhlreifen deutlich einfacher. Die sind vernünftig verarbeitet und haben eine gute Form, und rückblickend hätte ich mir die schon viel früher holen sollen und mich nicht mit irgendwelchen billigen Reifenhebern abkämpfen. Als nächstes schraube ich die Staubkappe runter und lasse mit der Ecke des Reifenhebers die Luft aus dem Reifen raus. Dabei drücke ich ringsherum 2-3 Mal auf den Reifen, um noch ein bisschen mehr Luft rauszudrücken. Dann drücke ich den Reifen ringsherum etwas nach unten, um ihn von der Felgenwange ins Tiefbett zu drücken. Mit dem Reifenheber fange ich beim Demontieren des Reifens direkt beim Ventil an. Ich setze den Reifenheber an und hänge ihn mit der dafür vorgesehenen Aussparung in die Felge ein, an einer Speiche. Weil ich das Ganze jetzt mit dem Reifenheber unter Spannung gebracht habe, drücke ich noch einmal den Reifen ringsherum ins Tiefbett. Als nächstes setze ich den zweiten Reifenheber direkt neben dem ersten an und hebe genauso den Reifen über die Felgenflanke nach außen. Wenn ihr gleichzeitig den Reifen noch ringsherum ein bisschen ins Tiefbett drückt, sollte das Ganze, so wie bei mir hier, ganz locker und ohne Anstrengung funktionieren. Dann zieht ihr den Reifenheber einfach einmal rund um das Rad und habt schon die erste Seite des Reifens demontiert. Als nächstes fummelt ihr das Ventil heraus, zieht den Schlauch heraus und die zweite Seite des Reifens sollte dann eigentlich wie von allein runtergehen. Dabei muss man wieder darauf achten, dass der Reifen im Tiefbett ist und nicht auf der Felgenwange sitzt. So, und schon habt ihr den Reifen demontiert. Hier seht ihr übrigens, was ich meine, wenn ich immer vom Tiefbett spreche. Als nächstes könnt ihr euch ans Montieren des Reifens machen. Dazu müsst ihr erstmal die Laufrichtung beachten. Beim Schwalbe Marathon Plus ist es so, dass wenn man von oben auf den Reifen schaut, sollten die Pfeile im Profil
nach vorne zeigen. Beim Downtown, den ich hier habe, gibt es keine Laufrichtung, aber eine Außen- und Innenseite. Die Außenseite ist die mit der farbigen Beschriftung. Auf der Innenseite findet ihr keine Beschriftung. Häufig findet ihr auch auf dem Reifen einen Pfeil, der die Laufrichtung angibt. Also montieren wir den Reifen wieder. Legt den Reifen richtig rum auf die Felge, fahrt dann mit der Hand innen entlang, um die erste Seite auf die Felge zu kriegen. Als nächstes sucht ihr das Ventilloch und fädelt das Ventil vom Schlauch durch das Ventilloch. Ich würde zum Montieren immer ein bisschen Luft in den Schlauch tun und ihn nicht ganz platt lassen, da man so das Risiko, den Schlauch beim Montieren einzuzwicken, deutlich minimiert. Als nächstes stopft ihr schön fein säuberlich den Schlauch zwischen Mandel und Felge. Das solltet ihr so machen, dass der Schlauch schon an die Stelle kommt, an der er später sitzen soll. Dann schaut ihr wieder, wo das Ventil ist und fangt diesmal genau gegenüber vom Ventil an, den Reifen aufzuziehen. Am Anfang geht das immer recht gut mit der Hand. Ziel ist es, die letzten Zentimeter des Reifens direkt beim Ventil über die Felge zu heben. Auch dabei ist wieder das Wichtigste, zwischendurch den Reifen rundherum ins Tiefbett zu drücken, um die Spannung an der Stelle, wo ihr den Reifen über die Felge heben wollt, so gering wie möglich zu halten. Dann setzt ihr auf einer Seite den Montierheber an und auf der anderen Seite könnt ihr, wenn ihr diese Montierheber habt, den anderen über die Felge klemmen. Wenn ihr zwischendurch immer wieder den Reifen ins Tiefbett drückt, habt ihr an der Montagestelle eine geringe Spannung und tut euch leicht, den Reifen zu montieren. Dann zieht ihr einfach den Montierheber Richtung Ventil und der Reifen sollte ganz leicht und mit wenig Kraftaufwand drüber schnappen. Zum Schluss kontrolliere noch einmal den korrekten Sitz des Reifens, drückt das Ventil durch das Ventilloch raus und dann könnt ihr ihn mit Luft befüllen. Ich fahre einen Luftdruck von um die 5 bar, weil ich auch relativ leicht bin und viel auf unebenen Strecken fahre. Da hat der Reifen einfach eine bessere Dämpfung. Übrigens sollte das Ventil gerade aus der Felge stehen und nicht krumm in irgendeine Richtung. Wenn das der Fall ist, müsst ihr die Luft nochmal rauslassen und versuchen, den Mandel auf der Felge etwas zu bewegen oder die Montage nochmal neu machen. Ich hoffe, das Video hilft dem einen oder anderen weiter. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Like da oder klickt auf Abonnieren, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Bis zum nächsten Mal bei Dom's Wheel World.